Familie zu fixen, also auf der finanziellen Seite, aber auch weit darüber hinaus? Wir sagen ja in Bitcoin-Kreisen: „Fix the money, fix the world", und ich greife das sozusagen auf und sage: „Fix the family", und das Fundament Geld, das, was so viel Druck macht. Und, für mich bedeutet Fix the Family, der Untertitel ist dann Frei sein mit Kindern, wirklich hinzuschauen, welche Systeme halten uns denn so gefangen? Man rechnet, ne, reicht es bis zum Ende des Monats? Was können wir uns leisten? Wie kann 'n Urlaub aussehen? Ist noch ein Auto drin? Können wir uns eine Immobilie kaufen oder eben nicht? Und Bitcoin ist für mich, ich sage immer, die beste Chance, die wir gerade haben. Du siehst das alles plötzlich in einem anderen Licht, und das macht auch vielen erstmal Angst. Susanne, schön, dass du da bist. Für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du jenseits von Jobtiteln? Also, vielen Dank erstmal für die Einladung, und ich freue mich total, dass ich jetzt hier bei eurem Projekt dabei sein darf und hier als eine der ersten Gäste hier, mich vorstellen darf und mein Projekt auch mit einbringen kann. Ja, wer bin ich jenseits von, Jobtiteln? Auf jeden Fall bin ich Mutter von 3 Kindern. Meine Tochter ist schon ausgezogen tatsächlich, die ist 20, und dann habe ich noch 2 Teenager-Jungs hier zu Hause. Und ansonsten, sage ich zurzeit immer, dass ich Autorin bin. Ich habe nämlich 'n Buch geschrieben und Podcasterin. Das ist das, was ich am allerliebsten mache. Ich habe 5 Jahre lang 'n Podcast für Mütter gemacht. Jetzt mache ich einen für Familien über das Thema Bitcoin und Familie. Der heißt „Fix the Family". Und, ja, ich sehe mich so ein bisschen als Botschafterin, so für das, was ich meine zu verstehen über die Welt und Geld und, wie das alles zusammenhängt. Und das möchte ich, ja, als Botschaft in die Welt bringen. Ja, sehr schön. Du hast es gerade schon angesprochen, dein neuer Podcast heißt Fix the Family. Das klingt ja schon auch nach richtig viel Verantwortung, aber auch, wie Bitcoin ja auch Hoffnung ist. Also, bedeutet das dann für dich auch ganz persönlich, die Familie zu fixen, also auf der finanziellen Seite, aber auch weit darüber hinaus? Also, wir sagen ja in Bitcoin-Kreisen: „Fix the money, fix the world", und ich greife das sozusagen auf und sage: „Fix the family", und für mich versteckt sich dahinter viel mehr als jetzt ein finanzielles Fixen, der täglichen Budgets und des, ne, Wochenendeinkaufs und so, sondern es geht wirklich um eine mentale Befreiung aus dem System. Und ich habe halt, ne, als dreifache Mutter sehr viel mit, Familien zu tun, auch durch meinen früheren Podcast, und da habe ich auch als Coach gearbeitet, und ich weiß einfach, unter welchem Druck Familien heutzutage stehen. Und, viele denken, es ist Mental Load, ja, dass viele, was es zu tun gibt, zu organisieren. Sie denken, es hängt an Rollenverteilung oder an dem Thema Vereinbarkeit, aber in Wirklichkeit, und das ist mir halt jetzt in den letzten Jahren quasi, seitdem ich mich mit Bitcoin intensiver beschäftige, klar geworden, ist eben das Fundament Geld das, was so viel Druck macht. Und, für mich bedeutet Fix the Family, der Untertitel ist dann Frei sein mit Kindern, wirklich hinzuschauen, welche Systeme halten uns denn so gefangen? Was ist, ne, mit dem Geldsystem? Welchen Anteil hat das daran? Und, was kann ich tun, um mich mental als allererstes und dann eben auch im zweiten Schritt vielleicht durch Bitcoin auch finanziell davon zu entlasten und da auszusteigen? Erinnerst du dich an deinen ersten bewussten Kontakt mit Bitcoin? Was war dein erster Gedanke? Eher Neugier, Skepsis oder Aha-Moment? Also, an den genau ersten Moment erinnere ich mich tatsächlich jetzt nicht mehr, weil, also, mir ist das Thema hauptsächlich durch meinen Mann angetragen worden. Der hat sich da schon, ne, als ITler und immer, interessierter, offener Mensch schon, glaube ich, sehr, sehr früh damit beschäftigt, hat aber auch längere Zeit gebraucht, um es wirklich zu verstehen, wie ja viele in der ganzen Community. Und er hat mir halt da immer mal wieder so ein bisschen von erzählt, und ich, höre immer meinem Mann interessiert zu, wenn er mir was, erzählt. Insofern war ich da schon auch neugierig, aber habe es halt auch gar nicht verstanden, habe auch irgendwie so gedacht: „Na ja, das ist irgend so 'n IT-Ding, das soll er mal machen." Und dann war er, ich glaube 2017, das erste Mal auf einer Konferenz, Bitcoin-Konferenz,
Und wir hatten uns tatsächlich davor schon viel über das Geldsystem unterhalten, insbesondere über das Eurosystem, ne, seit dieser Euro-Krise. Das war so der Punkt, wo wir so reingefallen sind, gesagt haben: „Boah, da stimmt was nicht." Und auch so ein bisschen dachten: „Boah, das kann nicht gut ausgehen." Und, als er von dieser Konferenz zurückkam, hat er gesagt: „Es gibt Licht am Ende des Tunnels." Und, das war so der Moment, wo mir klar geworden ist: „Okay, irgendwie muss ich mich damit jetzt auch mal näher beschäftigen, was das eigentlich jetzt wirklich ist, wenn er davon so begeistert ist." Also war es bei dir dann wirklich mehr das Thema Hoffnung? Also wenn du sagst, Licht am Ende des Tunnels oder also viele Menschen kommen ja auch über den Schmerz dann in irgendeiner Form zu Bitcoin, weil Bitcoin quasi ja oftmals ein Problem löst, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, so das Thema ja, Inflation, gerade in der Zeit, wo sich auch viele mit Bitcoin wohl anfänglich beschäftigt haben, war ja so der Corona, Crash oder der Corona-Moment, wo dann auf einmal alle Menschen oder viele Menschen viel Zeit hatten. Aber gab es für dich da einen konkreten Auslöser oder war das dann eher so ein schleichender Prozess? Also, es war beides. War so 'n schleichender Prozess eben durch diese intensive Beschäftigung meines Mannes mit dem Thema. Der hat dann selber auch Konferenzen veranstaltet, die ich dann auch zum Teil besucht habe. Und für mich war das nie dieses: „Oh, damit wird man schnell reich" oder „es ist 'n Asset oder 'n Wertspeicher." Das habe ich zu dem Zeitpunkt alles noch gar nicht so richtig begriffen, sondern ich habe verstanden: „Boah, da entsteht was völlig Neues, 'n Geldsystem, das eben ohne die Kontrolle von Staaten, funktioniert." Das war, glaube ich, so der erste Punkt, der mich so richtig abgeholt hat. Und, das war das, was mich da so begeistert hat. Und tatsächlich, weil du es gerade gesagt hast, so richtig selber eingestiegen in den ganzen Kosmos bin ich dann auch während des ja, wahrscheinlich des ersten Corona-Lockdowns. Und da ging es aber auch um das Prinzip Hoffnung, weil mich hat das, schon sehr gebeutelt, diese ganze Zeit, Corona, und, auch uns als Familie hat es ziemlich gebeutelt, weil wir halt irgendwie verstanden haben: „Hey, da passiert was mit unserer Freiheit." Und, das fühlte sich sehr, sehr schlecht an. Und dann habe ich gesagt: „Okay, ich brauche jetzt irgendwas, woran ich mich so 'n ausrichten kann", ne? Ich bin immer sehr dafür, mich auf Lösungen zu fokussieren und auf dieses: „Wie will ich es haben?" Das ist auch so die Botschaft von meinem früheren Podcast gewesen. Und deswegen, ja, da kam mir dann eben Bitcoin wieder noch mal verstärkt in den Sinn. Und dann habe ich gesagt: „Jetzt will ich mal schauen, was ich eigentlich darüber für mich erfahren kann und inwiefern es für mich so 'n Hoffnungsträger sein kann." Und, ja, es hat sich auch, als solcher herausgestellt. Wann hast du gemerkt, dass hier ist größer als ein Investment? Ja, wie gesagt, schon eigentlich zu dem Zeitpunkt, als ich also, so richtig, als ich das erste Mal auf so 'ner Bitcoin-Konferenz meines Mannes war. Denn da habe ich eben schon gemerkt, dass die Community, die da zusammenkommt, dass das, 'n völlig anderes Paralleluniversum sozusagen zu meinem normalen Alltag ist. Und ich habe halt diese Lebendigkeit gespürt, der Spirit. Und, vielleicht muss man dazu sagen, dass mein Mann und ich uns auch in der New Economy kennengelernt haben und wir da sehr früh so bei der ganzen Entwicklung des Internets eben, beteiligt waren, quasi auf verschiedenen Ebenen. Und, dieser Spirit von dieser Anfangszeit des Internets habe ich halt da in dieser Konferenz auch wieder gespürt. So, da passiert irgendwas Großartiges, Neues. Und wie gesagt, dieses Asset-Thema, das war eigentlich nie mein Anliegen. Das ja, hat mich jetzt nicht so super interessiert. Ich wollte mehr so: Was gibt's für Chancen für die Welt und für welche Teile der Welt und, ja, und für uns als Familie natürlich auch. Ja, das ist 'n guter Brückenschlag, auch zu dem Thema noch mal Familien zu kommen. Also, ich bin ja selbst auch Vater und merke auch natürlich, was, 'ne ständige Geldentwertung des Fiat-Geldes, also in unserem Fall dann Euro, auch bedeutet. Aber oftmals ist es ja leider so, dass, in Familien viel zu wenig über Geld gesprochen wird. Ähm, Was läuft in deiner Meinung grundsätzlich falsch, auch gerade in Verbindung mit Geld und dann eben auch Verantwortung und auch gerade vielleicht dahingehend in Richtung Selbstverantwortung? Mhm. Also, genau diese Frage ist eigentlich das, was ich jetzt mit meinem Podcast versuche, in die Familien zu bringen. Denn dieses, nicht über Geld sprechen, betrifft so viele Ebenen und die wenigsten
Paare, ne, sagen wir jetzt Eltern, sind sich dessen bewusst, wo Geld überhaupt ein Thema in der Beziehung, in dem Familienalltag und so weiter ist. Man rechnet, ne, reicht es bis zum Ende des Monats? Was können wir uns leisten? Wie kann 'n Urlaub aussehen? Ist noch ein Auto drin? Können wir uns eine Immobilie kaufen oder eben nicht? Und ich glaube, dass in vielen Familien so inzwischen sich eben dieses Gefühl breit macht von: irgendwie stimmt doch was nicht. Wir arbeiten beide und trotzdem fühlt es sich immer irgendwie knapp an. Und, sie sind aber eben noch nicht so weit zu sehen, dass es hier nicht darum geht, sich in diesem System irgendwie zu also, irgendwie am Leben zu halten, sage ich mal. Weil das ist das tatsächlich, was die meisten machen. Versuchen einfach nur zu überleben innerhalb dieses Systems und merken, ne, dass sie immer mehr untergehen, aber wissen halt nicht warum. Und wenn du jetzt von Verantwortung sprichst, das ist das, worauf ich Sie gerne aufmerksam machen möchte, zu sagen: „Jetzt schau doch mal hin, was ist denn Geld eigentlich? Und was ist denn das, was euch so unter Druck setzt?“ Nämlich die Inflation. Die wenigsten wissen doch, was wirklich Inflation ist und was das mit uns macht und welche Auswirkungen das wirklich auf uns und die ganze Gesellschaft hat. Und die Verantwortung beginnt eben an dem Punkt, wo man sagt: „Hey, ich schaue mir das an. Ich mache mir das bewusst.“ Und dann auch im nächsten Schritt zu sagen: „Wie weit will ich dieses System noch mitspielen? Wie weit will ich mich darin, ne, irgendwie unterdrücken lassen? Und wo sind vielleicht die Punkte, wo ich, also beziehungsweise die Eltern, wo wir irgendwie hier aussteigen können?“ Und das ist erst mal 'n mentaler Ausstieg, zu sagen, ne: „Muss ich irgendwie in diesem Steuersystem an der obersten, Liga mitspielen, ne? Was macht es wirklich mit mir, wenn ich nach Karriere strebe, ja? Zahlt sich das am Ende aus?“ Solche Fragen zu stellen mit: „Was ist uns wirklich wertvoll in der Familie? Welche Werte wollen wir hier eigentlich leben? Und was haben die mit Geld vielleicht zu tun?“ Und, auch dann natürlich zu sagen: „Ja, was wollen wir unseren Kindern mitgeben, auch an Werten, an Einstellungen, an Verhalten?“ Weil die Kinder machen das, was wir ihnen vorleben. Und da geht es wirklich drum, Verantwortung für dieses Geldsystemthema zu übernehmen. Ja, und das ist das, was ich versuche, in die Welt zu bringen. Susanne, warum glaubst du, dass Bitcoin gerade für Eltern, Mütter und Familien so relevant ist? Mhm. Ich glaube, dass Bitcoin so 'n Einstiegs Loch ist sozusagen, ja? Also, wir sagen ja auch immer, wir kommen in diesen Kaninchenbau, in das Rabbit Hole fallen wir rein und, genau das ist Bitcoin für mich. Weil man kann sich mit Bitcoin nur beschäftigen, wenn man sich eben auch mit dem Geldsystem beschäftigt und anfängt, Fragen zu stellen. Und wenn man anfängt, diese Fragen zu stellen, dann muss man anfangen, alles zu hinterfragen, nämlich bis hin zu: „Was machen wir hier eigentlich? Ist es das, was wir wirklich als Familie leben wollen? Oder, ne, funktionieren wir einfach nur? Und ist es das, was wir eben auch unseren Kindern vorleben wollen?“ Und Bitcoin ist hier eben ein Einstiegspunkt, der so viele verschiedene Gänge im Kaninchenbau aufmacht und, wo jeder auch so seinen eigenen Weg reinfinden kann. Und als Zweites ist es natürlich auch, wenn man es wirklich verstanden hat und anfängt, in Bitcoin zu investieren oder zu sparen, nehme ich schon wahr, dass es eben auch 'ne mentale Ruhe und Gelassenheit bringt, weil eben Familien heute sich viel mit diesem Thema, ne: „Wie soll das alles weitergehen? Wie sieht meine Altersvorsorge aus? Wie sieht meine Zukunft aus, die meiner Kinder?“ beschäftigen und eben immer merken oder immer mehr merken, so, da sind eben Grenzen, die wir irgendwie mit den normalen uns zur Verfügung stehenden Mitteln irgendwie gar nicht mehr richtig, ausdehnen können. Und Bitcoin, ist, wenn man's mal verstanden hat, ja relativ simpel. Man kann es relativ einfach anlegen und verwahren. Man muss sich schon damit beschäftigen, auf jeden Fall, aber wenn man es mal getan hat, dann, ist es wie so 'n, Kissen, auf dem man ruhig schlafen kann. Und das, habe ich jetzt schon in vielen Gesprächen mit anderen Familien, die sich eben auch damit beschäftigen, festgestellt, dass es so 'n bisschen, eben auch so 'ne mentale Ausgeglichenheit ins Familienleben bringen kann tatsächlich. Du hast jetzt gerade so auch das Thema innere Ruhe, Ausgeglichenheit, gesagt und vielleicht auch damit einhergehend so eine Grundsicherheit, oder ein Grundvertrauen.
Jetzt ist natürlich gerade Bitcoin super volatil. Also es geht ja nach unten, dann geht es mal wieder nach oben und auch so in der Historie war es jetzt nicht verwunderlich, wenn Bitcoin mal 60, 70, selbst 80% mal gefallen ist. Wie erklärst du jetzt jemanden, der sagt, ich will einfach nur Sicherheit, jetzt auch für meine Kinder, wenn du auch so die nächste Generation so betrachtest? Mhm. Also, ich würde da immer als Allererstes sagen, Sicherheit ist immer eine Illusion. Es gibt keine Sicherheit mit gar nichts, ne? Also, wenn du auf 'nen Job hoffst, der dir Sicherheit gibt oder dir 'n Eigenheim kaufst, das dir Sicherheit geben soll. Grade heutzutage, wenn man genau hinschaut und es ehrlich die Situation betrachtet, weiß man, dass das alles Illusion ist. Und Bitcoin ist für mich, ich sage immer, die beste Chance, die wir grade haben. Es ist keine Sicherheit, aber dadurch, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir dadurch, ich sage auch immer, irgendwie Geduld lernen und Demut lernen, ähm, kommen wir eben in einen anderen mentalen Zustand. Und das ist das, was wir als Sicherheit unseren Kindern mitgeben können. Nämlich dieses Thema, du hast es vorhin auch schon gesagt, Eigenverantwortung, Resilienz, Frustrationstoleranz und all das lernt man eben tatsächlich auch dadurch, dass man sich mit Bitcoin und den Werten, die da drin stecken, beschäftigt. Und, ja, das wäre das, was ich ihm sagen würde. Es gibt keine Sicherheit, aber du kannst deinen Kindern beibringen, Selbstverantwortung zu übernehmen und, das große Ganze im Blick zu behalten. Gibt es ein konkretes Beispiel aus deinem Umfeld, wo Bitcoin einen Perspektivwechsel ausgelöst hat? Also, tatsächlich haben wir, hier schon vor, ich glaube, 1,5 Jahre ist es jetzt her, mal so einfach im Bekanntenkreis, andere Eltern und so eingeladen zu einem Einführungsabend. „Was ist eigentlich dieses Bitcoin?" haben wir das genannt. Und daraus ist so 'n kleiner, weitergehende so 'n kleiner Stammtisch im Prinzip entstanden, den wir so alle 1 bis 2 Monate mal einberufen. Da kommen immer so 'n paar dann noch, die da übrig geblieben sind und die halt wirklich eingestiegen sind. Und ja, wenn wir mit denen sprechen, die wirklich dabei geblieben sind, die jetzt 'n Sparplan haben und die jetzt, ne, auch jetzt immer noch trotz dem großen Rückgang grade wieder immer noch im Plus sind, ähm, die da merkt man schon in den Gesprächen, dass die total neugierig sind, dass die anfangen, viel mehr Fragen zu stellen und eben nicht nur über das Geldsystem und Bitcoin, sondern vieles andere in der Welt, über Politik und, Staaten und Freiheit und so. Und, ja, das ist ausgelöst worden durch die Neugier, dieses, ne: „Was ist es denn jetzt eigentlich und letztendlich kann ich damit reich werden oder meinen Kindern Sicherheit geben?" Aber jetzt schauen sie schon in vielerlei Hinsicht anders auf die Themen. Und 'n anderes Beispiel vielleicht noch ist 'ne, inzwischen gute Freundin von mir auch, die hat so, als ich wieder angefangen habe, mich intensiver mit Bitcoin zu beschäftigen, wie gesagt, das muss auch so 20 gewesen sein, 2020, ist die gleichzeitig in irgend so 'n ich sage jetzt mal Krypto-Scam irgendwie eingestiegen und hat mir dann davon immer erzählt. Und ich so: „Du, lass mich einfach in Ruhe. Ich bin hier Bitcoin only. Ja, mach du dein Ding. Ne, wenn du was über Bitcoin wissen willst, frag mich, aber zu diesem anderen Zeugs kann ich irgendwie nix sagen." Und dann hat's so ungefähr 2 Jahre gedauert, bis sie mir dann geschrieben hat: „Du, kannst du mir jetzt doch noch mal Bitcoin erklären? Irgendwie fühlt sich das hier alles nicht so richtig gut an." Ähm und dann sind wir halt darüber auch in Kontakt, geblieben und immer tiefer eingestiegen. Und die hat, inzwischen ist sie auch voll Bitcoin only und, hat alles umgeschichtet und hat jetzt auch ihren Mann, der sehr so in diesem Immobilienbereich verankert war, irgendwie dazu gebracht, sich mit Bitcoin zu beschäftigen. Also, in dem Fall ging's mal andersrum, dass die Frau den Mann irgendwie da reingeholt hat. Und, die sind jetzt auch total gehypt und, ja, vor allem er, also das finde ich spannend, denkt halt jetzt auch inzwischen ganz anders über dieses Thema Immobilien und sieht eben die Chancen, die er stattdessen mit Bitcoin hat und wie viel einfacher es für ihn wäre, statt auf Immobilien auf Bitcoin zu setzen. So, also das ist auch 'n spannender Punkt. Ja, und ich glaube, also gerade auch dieses Thema über Bitcoin zu sprechen. Also das ist ja auch ein großes Anliegen vom Bootcamp, dass wir dort quasi auch Menschen verbinden, also und auch eben echte Geschichten auch darüber hören, um da eben die Hemmschwelle auch geringer zu halten für Menschen. Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel mit einem Stammtisch, dass man dort einfach
ja ganz informell auch mal über Ängste sprechen kann, über vielleicht auch Bedenken und vielleicht auch über genau dann diesen Punkt Hoffnung, den man dann nach vorne trägt mit Bitcoin, damit die fundamentalen Eigenschaften einfach noch klarer hervorstechen, den, glaube ich, vielen Menschen noch so ein bisschen verdeckt sind. Ich glaube, wenn ich so mit Menschen spreche, dann wird das in einem Topf mit Krypto irgendwie gesteckt und genau, dann fällt man eben auf irgendwie Scam rein und schaut dann irgendwie dann, ob man dann doch vielleicht so die Kurve kriegt. Also bei mir war das damals auch so, einfach viel ausprobiert und dann am Ende doch bei Bitcoin gelandet, weil eben Bitcoin die besten fundamentalen Eigenschaften hat aus meiner Sicht. Ja. Wobei ich noch vielleicht ergänzen möchte, dass ich auch feststelle, wenn man so, ne, so wie jetzt bei unserem Stammtisch oder jetzt auch durch den Podcast, den ich jetzt mache, kriege ich ja auch schon Rückmeldungen dazu, viele eben erstmal, ich sage auch mal so, durch so ein Tal der Tränen gehen müssen, weil du fängst eben an zu verstehen, dass vieles von dem, was du bisher geglaubt hast, einfach, also ich will jetzt nicht sagen, nicht eine Lüge ist, aber, ne, nicht das ist, was du gedacht hast, dass es ist. Also, das Geldsystem und, ne, der Staat und so weiter und so fort, wofür du deine Steuern zahlst und so. Das du siehst das alles plötzlich in 'nem anderen Licht und das macht auch vielen erst mal Angst. Also, ich habe grad auch 'n Gespräch mit 'ner Hörerin von meinem Podcast geführt. Habe ich gesagt: „Komm, lass mal einfach austauschen." Und sie sagte: „Ja, das ist alles so schwer und das ist, ne, irgendwie so", und dabei mache ich nicht mal so schwere Folgen. Aber es ist einfach auch, beängstigend. Und ich glaube, das dürfen wir, die eben schon so tief drinstecken, auch nicht vergessen, dass das erst mal abschreckend sein kann, auch zu sagen: „Hä, wie, das ist alles irgendwie ganz schlimm und, ne, wird auf jeden Fall irgendwie crashen und Fiat-Geldsystem und so weiter." Und warum deswegen eben viele auch sagen: will ich mich lieber nicht so richtig mit beschäftigen." Ich glaube, da ist auch viel so 'n unbewusstes ablehnen, weil es eben das Fundament, auf dem eigentlich alles steht, so grundlegend erschüttert. Dein Podcast verbindet emotionale Themen mit Bitcoin. Das ist mutig. Warum braucht Bitcoin genau diese Art von Stimme? Ja, im Prinzip habe ich das ja genau gerade gesagt und deswegen passt das auch ganz gut. Ähm, Ich habe halt wahrgenommen, dass viele von den Bitcoin, Podcasts eher so technisch sind oder ganz viel irgendwie diese Chartanalysen und warum ist er jetzt wieder raufgegangen und warum ist er jetzt wieder runtergegangen und wenig über dieses fundamentale Verständnis, in welcher Art von Gesellschaftssystem leben wir hier eigentlich, wir mit unseren Familien. Und, so diesen emotionalen Zugang, den habe ich persönlich halt auch vermisst. Und, ich glaube, dass es eben auch bei den, ich sage mal, weiblichen Stimmen so 'ne Tendenz dazu gibt, die männlichen Hörer abzuholen und zu sagen, ne: „Ich gebe dir jetzt auch mal meine Einschätzung zu, warum geht's rauf oder runter" oder keine Ahnung. Und ich möchte halt da 'n bewussten Gegenpol sein und vor allen Dingen möchte ich auch gar nicht die, die's schon längst verstanden haben, so unbedingt ansprechen, sondern eigentlich meine alte Community, meine Mamas, die, ne, jeden Tag mit ihrem Struggle dastehen und sagen: „Ich bemühe mich doch so, ich mache doch so viel und ich versuche, meinen Mental Load irgendwie zu entlasten und, ne, mich auszurichten und so. Und trotzdem komme ich immer wieder in diesen Punkt, wo es einfach nur anstrengend ist und doof und ich keine Energie mehr habe." Und da zu sagen, ne, es ist nicht deine Schuld, sondern das System trägt 'n Großteil dieses Drucks oder macht 'n Großteil dieses Drucks. Und du kannst auf 'ner ganz anderen Ebene entscheiden, auszusteigen. Das ist so meine Botschaft und diese emotionale Stimme braucht es dafür, um das, glaube ich, rüberzubringen. So. Ja, total schön erklärt. Also ich glaube, wahrscheinlich ist auch genau das der Punkt, der uns so zusammengeführt hat, weil wir auch viel über die fundamentalen Themen auch sprechen möchten. Auch eben Schatten- und Lichtseiten. Also ich denke, man sagt ja auch so, wenn man durch die Angst geht, dahinter verbirgt sich dann immer Licht. Und ich glaube, niemand kann sich von Emotionen irgendwie frei machen. Und dennoch ist es irgendwie so wichtig, aus meiner Sicht, dass man eben in der finanziellen Bildung irgendwie was erreicht. Und das wäre auch so meine nächste Frage an dich, gerade so in Bezug jetzt auf Familie und auch die nächsten Generationen. Was bedeutet denn da finanzielle Bildung in diesem Kontext? Also, ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass wir
Eltern erstmal verstehen, was Geld ist überhaupt so, ne? Dieses Fundamental: „Was ist Geld?“ Diese Frage stellt sich ja kaum jemand. Und dass wir das unseren Kindern eben auch mitgeben und auch so 'n Gefühl dafür bekommen, was ist Geld wert und was ist das habe ich vorhin schon genannt, das war auch 'n großes Thema in meinem früheren Kreis von Happy Little Souls, so hieß mein alter Podcast, dieses Thema Werte. Was ist uns eigentlich wirklich wichtig und was ist es uns wert, das zu leben? Und hier sch Und wie gibst du das deinen Kindern weiter beispielsweise? Also, hast du da ein konkretes Beispiel? 'n konkretes Beispiel. Ähm, Tatsächlich, also, ich plaudere jetzt mal 'n bisschen aus dem Nähkästchen. Wir haben grad wieder das Thema Weihnachten gehabt, ne? Also, und dann schenkt man und wir sind da ja auch immer noch, also, ich merke das, wie sehr man immer noch so in diesen Systemen drin ist und die Kinder sind ja auch in ihrem sozialen Umfeld. Dann kriegen die alle wahnsinnig viel Weihnachtsgeschenke und der eine hat sich ganz viel gewünscht, der andere wusste irgendwie nicht so richtig, was er sich wünschen soll. Und, dann haben wir halt Sachen geschenkt, die sie sich gewünscht haben. Und hinterher haben wir festgestellt, das ist denen gar nicht mehr so viel wert. Und wir haben jetzt grade zum Beispiel 'n paar Tage, übers Wochenende 'n kurzen Skiausflug gemacht. Und das ist das, was wirklich zählt und was es uns wert war, allen gemeinsam das zu machen. Und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel grad beschlossen, es wird kein Kram mehr verschenkt, wenn er nicht unbedingt notwendig ist, sondern wir schenken lieber gemeinsame Zeit. Und, das sind halt so Themen, um die es geht, auch, ne, grade diesen ganzen Konsumdruck, der auf die Kinder heute ausgeübt wird, das immer wieder zu hinterfragen und den Kindern auch klarzumachen, ne: „Was ist es dir denn wert? Würdest du dein eigenes Geld dafür ausgeben?“ Zum Beispiel, ja? Das ist auch so 'n schöner Punkt. Und, ich glaube, darum geht es, sich wieder bewusst zu werden, was, wir als Familie wirklich leben wollen und welchen Preis im wahrsten Sinne des Wortes, also auch fernab vom Geld, sondern, ne, welchen Preis wir bereit sind, dafür zu zahlen. Und viele Familien zahlen eben den Preis von nicht gemeinsamer Zeit. Und dabei glaube ich, ist das mit das Wichtigste, was Familien eben haben, gemeinsame Zeit. Wenn Fix the Family ein Trainingsplan wäre, welche drei mentalen Muskeln sollten Familien heute unbedingt trainieren? Also, ich, rede ja gern davon, dass, Bitcoin ja auch von Werten getragen wird, die wir in der Community uns immer wieder gegenseitig irgendwie, sagen und bestärken. Und das ist für mich zum einen, was mich sehr trägt, ist „Don't trust, verify“. Und, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, diesen Muskel zu trainieren, alles zu hinterfragen, was uns irgendwie erzählt wird, immer wieder zu schauen, ne, warum wird es uns erzählt, von wem wird es uns erzählt, was ist daran wirklich Fakt, was wird uns als Fakt aufgetischt, und da einfach so 'n Gespür dafür zu kriegen, wie man sich dann seine eigene Meinung dazu bildet. Das ist das eine. Dann, was ich auch, super wichtig finde, ist Proof of Work und das auch den Kindern beizubringen. Wirklich 'n Verständnis dafür zu entwickeln, dass wenn man was erreichen will, man dazu auch Energie aufwenden muss, in welcher Form auch immer. Und das ist so diese Leistungsbereitschaft, die heute leider grade in der Jugend echt den Kindern oft aberzogen wird, ne, durch, also, ich will jetzt nicht zu weit in die Politik reingehen, aber da sind einfach so Strömungen, die wir auch an der Schule bemerken, wo du sagst so: „Hä, wo sollen die Kinder denn noch Leistungsbereitschaft hernehmen?“ Und ich glaube, da passt so dieses Thema Proof of Work super gut, da mal hinzuschauen. Und dann natürlich not your keys, not your coins, das Thema Selbstverwahrung beziehungsweise Eigenverantwortung. Und zu sagen, ne, das ist eben der und das ist es definitiv immer wichtigste Punkt für jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt, zu sagen: „Ich trage für mein Leben Verantwortung und ich kann mein Leben gestalten.“ Das habe ich in meinem Buch auch geschrieben, in meinem früheren Podcast immer gesagt. Es geht um, ich nenne es Schöpferkraft, ja, zu sagen: „Was will ich eigentlich? Wie will ich es haben und wie komme ich dahin?“ Und das ist, ne, also auszusteigen aus diesem: „Ja, aber die Umstände und das System“ und, ne, die aus diesem Opferrollen-Gedanken auszusteigen und wirklich zu sagen: „Ich bin der Gestalter meines Lebens, meines Familienlebens und damit nehme ich Einfluss auf das Leben meiner Kinder.“
Und, das ist so der dritte wichtigste Punkt, glaube ich. Also wie siehst du denn die europäische Perspektive in dem Zusammenhang? Weil, also in Europa gibt es ja immer mehr so Regularien, die dann irgendwie von politischer Seite auch in die Wege geleitet werden. Auf der einen Seite bringt es vielleicht Vertrauen, auf der anderen Seite ist es vielleicht dann auch so konträr zu dem Begriff Freiheit. Und wir sind ja so unter dem Claim The European Voice of Freedom auch unterwegs. Was bedeutet denn das in dem europäischen Kontext für dich und was hat das dann vielleicht auch mit Bitcoin zu tun? Also, ich nehme auch wahr, dass, sich Europa, glaube ich, in den Fängen dieser EU total verstrickt hat. Ich glaube, dass das mal ursprünglich ein guter Gedanke war, aber dass inzwischen halt so ein Bürokratiemonster, das ein totales Eigenleben entwickelt hat, irgendwie sich ausgewachsen hat und das nur noch, Regularien schafft, die uns tatsächlich wirklich sehr, sehr viel Freiheit und eben auch Eigenverantwortung nehmen. Und ich sehe das extrem kritisch und ich glaube eben, dass Bitcoin in dem Kontext, jeder, der sich damit beschäftigt, kommt ja da wieder hin zurück, zu sagen: „Okay, da ist jetzt ein Geldsystem, das ist unabhängig von der EU, ja, unabhängig vom Euro. Das kann da parallel existieren und egal, was mit dem Euro passiert, das ist so das, was ich immer sage, egal, was jetzt mit dem Euro passiert, hier ist ein Geldsystem, das gibt es, das funktioniert. Du kannst damit sparen, du kannst damit irgendwie auch bezahlen, noch nicht überall, aber es wird immer mehr. Du kannst es mitnehmen, du kannst, ne, also und das finde ich, gibt so viel, also mir persönlich gibt das tatsächlich ein Gefühl von Hoffnung und Zuversicht zu sagen: „Ja, aber, ne, egal was da draußen passiert, da ist was, was uns miteinander“, also uns meine ich jetzt uns Bitcoiner, ne, unsere Community miteinander verbindet und das kann eben, ähm, uns, egal was jetzt aus Europa und dem Euro vor allen Dingen eben wird, passiert, kann das, so unsere Verbindung auch sein. Und, ja, ich glaube, das ist so die, also diese europäische, Perspektive finde ich auch total wichtig, weil eben der Euro uns ja alle so aneinander kettet. Und wenn man das mal verstanden hat, was der eigentlich mit Europa gemacht hat und wie kontraproduktiv das ist, ist es halt schön zu sehen, dass da jetzt was ganz anderes existiert, was man eben aber einfach jetzt auch schon nutzen kann. Ja, und vor allem, wenn man auch mal so in Richtung USA schaut, und in die Entwicklung rein, wie Krypto oder halt auch Stablecoins oder auch Bitcoin quasi dort auch mit verankert wird, ist es aus unserer Sicht umso wichtiger, da auch mal von Europa hinzublicken. Wo stehen wir denn auch gerade? Weil wir sehen da auch ganz große Diskrepanzen, was jetzt auf der einen Seite Innovation, Technologie und dann halt eben auch Freiheit anbelangt. Ja, also definitiv. Und für mich wäre jetzt tatsächlich also dieses Freiheitsthema auch, das Entscheidende. Einfach mal zu verstehen, gerade jetzt, also ich verfolge das immer so, wenn man die Nachrichten mal so, also ich gucke keine Nachrichten, aber man schaut natürlich mal so über, ne, irgend Nachrichtenportal oder bei X irgendwie so. Und wie viel Regularien die allein in der letzten Zeit, in der letzten Woche schon wieder irgendwie aufgebracht haben, ne? Jetzt das Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahre, was ich wirklich überhaupt keine Idee finde, die man irgendwie umsetzen kann, ohne eben alle miteinander irgendwie in eine Art Geiselhaft zu nehmen. Ähm, und dann irgendwie, was weiß ich, die E-Zigaretten wollen sie verbieten und das Rauchen im Auto wollen sie verbieten und also es ist nur noch hier Verbot und da Verbot und du denkst: „Was, wie wollt ihr das alles überhaupt irgendwie kontrollieren und warum?“ Und es wird halt, und das ist halt der entscheidende Punkt, weil du vorhin gesagt hast, ne, das bringt vielleicht Vertrauen, aber, es nimmt uns eben die Eigenverantwortung und wir geben jegliche Verantwortung an den Staat ab und sagen: „Na ja, der wird's schon irgendwie regeln. Die wissen schon, was sie da tun. Ist doch gut, wenn man die Kinder schützt“ oder so weiter. Und was sie damit aber an persönlicher Freiheit aufgeben, das hinterfragen eben die wenigsten. Wie können die Familien wieder mehr Eigenverantwortung übernehmen oder ohne Angst zu haben? Ja, das ist, tatsächlich die entscheidende Frage, über die wir ja jetzt auch schon viel gesprochen haben. Und es ist halt wirklich dieser erste Schritt notwendig. Dieses: Ich setze mich jetzt hin und nehme mir die Zeit und befasse mich mit Bitcoin, mit dem Geldsystem
und mit allem, was sich dann an Themen aufmacht. Und das kann für jeden irgendwie ein anderes Thema sein, ja? Wir wissen alle, dass der Kaninchenbau ist riesengroß und es gibt so viele Ecken, wo man da eintauchen kann. Und das ist wirklich dieser Punkt, sich klarzumachen: „Ich bin nicht Opfer dieses Systems und der gesellschaftlichen Umstände, sondern ich kann Verantwortung übernehmen, und zwar indem ich erst mal verstehe, was hier los ist und dann eben schaue, welche Schritte kann ich gehen, um außerhalb dieses Systems für mich Wege zu finden. Und das ist sicher nicht für alle der gleiche Weg. Ja, manche können vielleicht auswandern, andere können das vielleicht nicht machen, manche können vielleicht weniger arbeiten und manche können das vielleicht nicht machen. Aber es geht einfach drum zu schauen, welche Wege kann ich für mich und für unsere Familie finden. Und, ja, das Wichtigste ist einfach mal anfangen. Glaube ich auch. Also, ich habe auch zum Teil mit, Familien und auch Freunden gesprochen, wo ich auf der einen Seite so Interesse, wahrgenommen habe, aber dann auch lange Zeit, das Thema einfach so weggeschoben wurde. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber, viele Familien machen immer noch so einen Bogen um Neues, auch Innovation, Technologie. Und ich meine, Bitcoin ist ja Technologie. Gibt es denn irgendwas, was du den Menschen noch als Tipp mit an die Hand geben könntest, wenn sie sagen, ich habe mich mal mit dem Thema beschäftigt, aber wir zögern noch, finde es aber irgendwie dann doch intuitiv spannend. Also, Herausforderungen, Hürden gibt's, en masse, und ich glaube, für die Familien ist eben die größte das Thema Zeit. Und, ne, nicht umsonst haben so viele den Weg, zu Bitcoin gefunden während Corona. Also, ne, wo plötzlich irgendwie alle Termine abgesagt waren und man zu Hause irgendwie eingesperrt war teilweise, und man sagt: „Okay, was will ich denn jetzt irgendwie? Jetzt kann ich mich endlich mal mit 'nem Thema beschäftigen, das ich vorher wozu ich vorher keine Zeit hatte.“ Und ich glaube, die größte Hürde ist zu sagen: „Ich ahne, da ist irgendwas Wichtiges für mich als Information, als Inspiration, und ich muss mir jetzt einfach mal die Zeit nehmen und nicht mich von, TikTok und Instagram und Facebook oder wo die Leute sich irgendwie, ne, stundenlang Netflix und so weiter irgendwie rumtreiben, und dann sagen, sie haben keine Zeit. Das, stimmt ja nicht, ne? Ganz früh habe ich als Coach auch für Zeitmanagement gearbeitet und mein, Lieblingsspruch war immer: „Keine Zeit gibt es nicht, es gibt nur andere Prioritäten.“ Und hier mal zu sagen: „Ja, was ist denn meine Priorität und ist es nicht meine Zukunft, meine Altersvorsorge, meine Kinder vor allen Dingen. Und ist es das nicht mal wert, mich ein paar Stunden da wirklich einfach mal hinzusetzen, Podcast zu hören, Buch zu lesen? Es gibt so viele sanfte Einstiege in das Thema und auch unterhaltsame Einstiege. Ähm, Das ist die Hürde, die es zu nehmen gilt. So, und das, kann aber jeder nur für sich selber entscheiden, wann er soweit ist. Stell dir vor, eine Mutter oder ein Vater hört diese Folge in 5 Jahren. Was hoffst du, hat sich bis dahin verändert? Das ist 'ne schöne Frage und ich finde es ganz spannend, weil ich in meinem Podcast auch gerne so am Schluss mal so 'n Ausblick, versuche einzufangen und tatsächlich sich viele davor drücken, vor dieser, ne, wie sieht die Vision für Familien aus, wenn sich Bitcoin weiter durchsetzt? Insofern, möchte ich mich dieser Frage gerne stellen. Und ich glaube, also, in 5 Jahren ist wahrscheinlich noch so 'n bisschen kurz gegriffen. Ich würde mir erhoffen, dass bis dahin viel mehr Menschen, ohne vorher durch ein sehr, sehr schmerzhaftes Tal der Tränen gegangen zu sein, verstanden haben, dass hier grundsätzlich mit unserem Geldsystem, was nicht stimmt, dass, ne, sie verstanden haben, dass das Thema Inflation uns so unter Druck setzt, dass es Wege gibt, sich dem zu entziehen, und zwar nicht nur Bitcoin, sondern es gibt auch andere Wege, einfach bewusst zu entscheiden: „Wir machen dieses Spiel nicht mehr mit.“ Und, dass da halt schon viel mehr, ja, Bewusstsein letztendlich in der Welt dazu da ist. Außerdem würde ich mir natürlich wünschen, dass Bitcoin sich noch weiter durchgesetzt hat, dass es viel normaler ist, damit zum Beispiel zu bezahlen oder, ne, Bitcoin zu verdienen. Das ist ja das, worum es irgendwie hoffentlich mal geht, dass es da immer mehr, Möglichkeiten gibt auch, das zu tun, also wirklich schon den Bitcoin-Standard zu leben und dass es eben paar ausgewählte
Plätze gibt, an denen man das tun kann oder dass es eben auch vielleicht in Deutschland dann schon so langsam durchsetzt, weil das alte System halt inzwischen dann so kaputt ist, dass es nicht mehr richtig funktioniert. Also, ich glaube, in 5 Jahren sind wir schon 'n ganzen Schritt weiter und was dann passiert, wenn wirklich sich Bitcoin durchsetzen würde, finde ich eine mega spannende Frage. Da gibt's ja auch unterschiedliche Modelle dazu. Ich weiß nicht, ob dann alles gut wird. Manche tun ja so, als ne, dann ist alles nur noch Luft und Liebe und alle leben irgendwie in Freiheit und so. Das glaube ich tatsächlich nicht. So idealistisch bin ich dann doch irgendwie nicht aber ich glaube, dass es, zumindestens die Möglichkeit gibt für die Leute, die es wirklich wollen, dann sich ein, Leben und auch ein Familienleben zu erschaffen, dass es wirklich wert ist, gelebt zu werden. Das glaube ich fest, ja. Welche eine Sache sollten denn Menschen, die jetzt diese Folge sehen, nach dem Podcast unmittelbar tun? Also welche wäre das? Hm, sich was ich vorhin gesagt habe, letztendlich Zeit einzuplanen, hier beschäftige ich mich oder noch besser, gleich mal zu schauen, welches Bitcoin-Buch möchte ich lesen, welchen Bitcoin-Podcast möchte ich mal hören, mit welchem YouTube-Kanal will ich mich beschäftigen. Also wirklich sich jetzt mal eine Ressource rauszusuchen, die so 'n Einstieg in das Thema gibt. Und wenn's nur, ne, was weiß ich, die ARD, Doku zum Thema Geldsystem. Ich glaube, ich habe da gibt's auch ein, 2, die das ne, also grade ältere Dokumentationen sagen das ja alles offen, wie's ist, wie das Geldsystem funktioniert und so. So ist es ja nicht. Man muss nur hinschauen. Und, das ist, glaube ich, jetzt einfach der Punkt. Jetzt anschauen, wann nehme ich mir die Zeit und womit fange ich an? Und das dann wirklich durchzuziehen. Als alte Coach Persönlichkeit, also ich habe ja als Coach auch gearbeitet, kann ich immer sagen, man muss es innerhalb von 72 Stunden machen, sonst kannst du es irgendwie vergessen. Also bitte fang an, jetzt. Schön. Wo findet man dich, deinen Podcast und deine Arbeit? Genau, also ich habe eine Webseite, die heißt fixthefamily.net. Da ist, der Podcast drauf und, da gibt's zum Beispiel auch für das To-do, was wir grade herausgearbeitet haben, 'n ganz schönen Einstieg. Da gibt's eine Seite Wissen und Ressourcen. Da habe ich so meine Lieblingsquellen, mit denen ich irgendwie, angefangen habe und, ja, mit denen die einfach gut einfängerfreundlich sind, zusammengestellt. Da kann man jetzt einfach mal drüber surfen, mal gucken, wo man da einsteigen möchte. Also, da sind Bücher und Podcasts und YouTube-Kanäle und meine Lieblingsvideos verlinkt und Filme und was es alles gibt, wo man einfach mal mit einsteigen kann. Und, ansonsten den Podcast, den gibt's auf YouTube, im Kanal Fix the Family und, ansonsten überall, wo man Podcasts hört. Fix the Family, frei sein mit Kindern heißt der Podcast. Also dann noch mal vielen Dank. Wir freuen uns auch natürlich deine Website zu verlinken. Findet ihr dann in der Videobeschreibung und ja, wünschen dir auf jeden Fall mit deiner Arbeit weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank auch, was du für Bitcoin, was jetzt das Sprachrohr nach außen auch anbelangt, das natürlich auf einer Herzensebene, da natürlich hoffentlich dann auch viele Menschen erreichen können. In dem Sinne, alles Gute und vielen Dank. Ich danke auch. Vielen Dank für die Einladung und euch ganz viel Erfolg auch für diese Stimme, die ihr jetzt hier schafft und, in die Welt bringt. Viel Erfolg auf jeden Fall. Alles Gute.